Heizen im Altbau. Heute sind wir da bei die Energieagentur. Grüß dich, Wilfried. Servus, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Tolles Projekt. Ja, haben wir uns einiges vorgenommen, was wir machen werden. Sage euch, das ist ganz spannend. Herzlich willkommen im neuen Video. Ja, ich möchte jetzt hier mal grundsätzlich mal fragen, dass unsere Zuschauer da draußen einmal wissen, wer seid ihr, was macht ihr, mit was beschäftigt ihr euch? Wir beschäftigen uns mit allen Themen, die das Thema Energie betreffen. Seit einigen Jahren aber fast ausschließlich mit dem Thema Heizen. Jetzt haben wir ein eigenes Projekt, einen alten Bauernhof aus 1850. Das ist eine Herausforderung gewesen, mal zu sehen, womit werden wir in Zukunft heizen, weil bis jetzt haben wir immer mit Heizöl geheizt. Das wollen wir jetzt in den nächsten Wochen abstellen. Und jetzt haben wir im letzten oder im heurigen Winter einmal unser neues Büro hergerichtet. Und das war eine Herausforderung bei so alten Gebäuden. Man sieht es ja da sehr schön. Vielleicht kommst du mal zu uns her, für unsere Zuschauer. Da ist ja die Mauer offen. Also ihr seht es, also in Bayern heißt es die Bummerl, also die Bachsteine, wie es bei uns heißt, aber es ist ein echtes Steinmauerwerk. Und man sieht es ja, es hat eine dementsprechende Mauerstärke und du hast da noch die originalen Kostenfenster. Die originalen Fenster aus 1950. Okay, abgeschliffen. Abgeschliffen, frisch hergerichtet. Okay. Und dann noch mit einer Folie beklebt. Gibt es eigene Thermofolien, dass wir die Energie nicht rauslassen, aber sonst haben wir nichts gemacht, nur die Gläser beklebt. Jetzt beschäftigst du dich selber mit Energieberatung und die ganzen Sachen, Bautechnik etc. Jetzt hast du bei dir selber keine Wärmedämmung, ein uralt Gebäude. Uralt, ja, wie gesagt. Ja, und wir haben auch die Originalfenster. Die Originalfenster. Wie geht das? Wir haben ja heute da draußen locker minus 10 Grad. Funktioniert deswegen bestens, also wir haben das natürlich versucht, alles neu herzurichten. Haben da ein bisschen einen Verputz noch dazu gemacht, weil halt die alten Wände nicht ganz so gerade waren. Natürlich, ja. Da waren dann 10, 12 cm Verputz drauf. Ja. Und dann haben wir mit den Infrarotmodulen von der Firma Infrarothimmel, das, was neben dir steht, oder? das, was neben mir steht, haben wir gesagt, jetzt möchten wir mal testen, wie das funktioniert. Deswegen auch die Mobilfüße, oder? Deswegen auch die Mobilfüße, die wir dann im ganzen Raum oder in beiden Räumen haben. Ja. Wir haben dann gesehen, dass wir die Module einfach weil du gesagt hast, das ist zum Trocknen gut, dann haben wir sie ziemlich knapp davor gestellt, so einen halben Meter. Das habt ihr beim Putzen danach umgetrocknet. Was ist dann passiert? Das ist nämlich interessant. Nach dem Putzen, nach ungefähr 10 Tagen haben wir gesehen, das wird so schnell trocken, dass der Putz bricht. Jetzt haben wir müssen die Module wieder weiter wegstellen, noch einmal neu drüber putzen, dass man die Risse nicht sieht, weil einfach die Feuchtigkeit Aber du hast eigentlich auch gesehen, wie effizient die Paneele sind. Genau das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, wir bleiben bei dieser Heizung, wir werden das gesamte Haus, und da sind doch insgesamt 12 Zimmer. Okay, was für eine Größenordnung hat, wie viel Quadratmeter? Insgesamt haben wir da 370 Quadratmeter Wohnfläche und Bürofläche, und das werden wir alles mit der Heizung ausstatten. Okay. Ich habe schon ein Haus damit ausgestattet, das war auch vorher mit Strom geheizt. Dort sind auch 3 Wohnungen und das läuft jetzt seit 3 Jahren. Und wir haben jetzt einen Energieverbrauch, der ist nicht einmal mehr 1/3 von dem, was wir vorher mit der Elektroheizung gehabt haben. 70% Ersparnis? Ja, knapp 70% ist Ersparnis. Super. Und den Leuten taugt es einfach so, weil das ist eine Wärme, so wie beim Kachelofen. Ja, wenn du da davor sitzt, das habe ich mir selber lange nicht vorstellen können, wenn du davor sitzt, sagst, boah, das ist ein Kochelofen, aber der wirkt auch noch in der Entfernung, und das ist das Schöne. Das ist ja der Unterschied. Also weil du diese 12 Meter Reichweite bei den Paneelen hast. Merkst du diese 12 Meter Reichweite? Absolut. Also gibt es nicht, dass du gesagt unmittelbar vom Panel ist warm und sonst nicht, sondern es ist gleichmäßig warm, oder? Es ist gleichmäßig warm. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, weil ja doch Feuchtigkeit herinnen war. Das war klar, ja. Aber auch da war ich überrascht. Wir sind im September eingezogen und haben dann so kurz vor Weihnachten schon gemerkt, halt, jetzt brauchen wir viel weniger Energie, es fühlt sich besser an. Ja. Die ersten 2 Monate waren halt einmal Vollgashatzen, ja, war logisch, 20 Grad heruntergeschalten. Und das ist schön angenehm warm da herin. Naja, man muss es ja auch erläutern, man muss einmal verstehen, wenn ich heute Wasser hernehme, leitet der Wasser 25 mal mehr Energie wie Luft. So. Ergo dessen
schwitzt man mir im Sommer ja, dass unser Körper sich über die Feuchtigkeit ja die Wärme abtransportieren kann. Umgekehrt ist aber das Gleiche. Habe ich draußen die Kölken, habe ich da jetzt eine Feuchtigkeit in dem Mauerwerk drin. Wir reden da ja nicht von ein bisschen Feuchtigkeit. Wir haben sie gemessen, das waren ja 14, 15, 16%. 14, 15%. Das sind weit über 1000% von einem Normalwert und das sind schon Dimensionen. Diese Dimensionen überhaupt zu trocknen, dass das Mauerwerk wieder funktioniert, ist eine enorme Leistung. Und dass das mehr Energie braucht und auch Zeit braucht, ist logisch. Also für mich sind 2 Monate überraschend kurzes Fenster, weil da gehe ich eher von 1, 2 Heizsaisonen aus. Man kann es auch beschleunigen, wo man jetzt sagt, im Sommer lass es einfach weiter durchlaufen, dass es einfach weiter trocknet. Bei kleinster Energie ist viel effizienter bei so einem Gebäude. Aber dass es überhaupt funktioniert, wir reden ja da von gute 80 cm Mauerwerk. Ja. Und wir reden natürlich auch von einem richtig nassen Mauerwerk von der Kernsubstanz her. Ja, aber man sieht sich jetzt da schön an der Putzfarbe, man schaut euch das einmal ganz genau und da brauche ich nicht einmal mehr ein Messgerät. Schaut einmal, wie sauber der Putz da schon trocken ist von der Farbe, aber schaut euch auch die Steine an. Die Steine sind trocken, weil wären sie nass, waren sie dunkel. Richtig, ja. Genau. Das ist aber schon ein Beweis und damit könnt ihr einmal richtig in ein Mauerwerk optisch reinschauen, ohne ein Messgerät. Da drüben sieht man das genauso. Man kann einmal da vielleicht einmal hergehen. Da sieht man sehr, sehr gut sogar. Da ist das kleine Panel da in dem Bereich da von dem Büroplatz. Aber schaut euch mal da die Steine an. Das ist ja sensationell und die Putzfarbe. Ja. Wie ist generell die Wärme? Ist das jetzt für dich, weil du kennst die Zentralheizungen noch und näher. Genau. Du kennst aber natürlich auch einen Kochofen und du kennst unsere Paneele. Wie ist jetzt für dich jetzt der direkte Vergleich? Wie vergleichst du es? Ist das Wärme oder ist das andere Wärme? Das ist, also so wie ich schon gesagt habe, das ist so eine angenehme Wärme wie vom Kachelofen. Ja. Und das im ganzen Raum. Das spüren wir jetzt von Woche zu Woche besser, weil auch die Feuchtigkeit offensichtlich immer weniger wird. Und damit, meine Damen sind da sehr heikel. Aber die Luftfeuchtigkeit darin ist ja gut, also die Luftqualität ist ja top da. Ist top, ja. Genau, weil man ja nicht die Luft entfeuchten, man verwechselt das oft, sondern vom Mauerwerk. Wir reden mal von Bodenfeuchtigkeit, die geht raus. Genau. Gell? Aber was jetzt für mich auch entscheidend ist, du hast ja jetzt an da erinnern, eigentlich nur den Bereich vom Haus jetzt beheizt, der restliche Bereich ist ja fast überall kühl. Also alles kalt. Und das funktioniert trotzdem. Also auch nur mit dem Teilbereich. Genau, die beiden Obergeschosse sind überhaupt nicht beheizt. Ja. Also da oben hat es irgendwelche 5, 6 Grad, mehr nicht. Okay. Und das ist nur der Raum und unser Büro daneben, die 2 Räume sind top beheizt. Das ist so blöd Frage. Jeder, was mit Energietechnik was ein bisschen zu tun hat, wird ja immer sagen, ja, die Geschossdecke muss gedämmt werden, weil sonst geht man die Wärme nach oben verloren. Ist es da der Fall oder nicht? Also ich merke nichts. Der Raum ist oben trotzdem kalt, oder? Der ist kalt. Also stellt sich jetzt einmal die Frage, wie das funktioniert und ich sage euch, wie es funktioniert. Dadurch, dass die Paneele diesen Streukegel von 135 Grad auf 12 Meter haben wir bis in jede Ecke, in jeden Winkel eine sogenannte Reflexion und eine Rückreflexion zum Panel. Ja. Genau, und somit habe ich aber heute keine warme Luft mehr in dem Sinn, weil die Luft ist ja Luft. Warum? Weil die Bauteile innerhalb von einem Grad sich erwärmen. Und dadurch habe ich keine Konvektion mehr drinnen. Deswegen habe ich nicht so wie bei einer Zentralheizung oder bei einer Fußbodenheizung oder Wandheizung, hast du diese typische warme Luft, wo nach oben geht und nach unten druckt es da die kalte. Und umso höher die Raumhöhe, umso schlimmer ist dieser Effekt. Also gerade bei offenen Bereichen oder alte Schlösser oder so Sachen ist ja das ein großes Thema. Aber es zeigt heute genau das, wenn jetzt oben ein Kaltraum ist und die 3 Rinnen warm habe und die Decken genauso warm ist, als wie der Boden ist, dass ich mit den Celsius-Paneelen keinen Wärmeverlust habe. Und das ist ein großer Unterschied. Damit beweise ich eigentlich genau das, dass der Altbau weit über physikalische, energietechnische Beratungen mit unserem System anders funktioniert. Celsius funktioniert anders. Und das ist genau das, was du ja früher auch beschrieben hast. Ja, es muss zuerst entfeuchtet werden, dann reduziert sich die Baufeuchtigkeit und dann baut sich Speicherwärme aus. Und wenn die Speicherwärme da ist, reduziert sich der Stromverbrauch. Das ist der Schlüssel. Also da hinten steht der Kochofen, der ist nicht in Betrieb. Der ist nicht in Betrieb? Nein, der geht nicht. Das funktioniert also der ist nur Optik. Nur Optik. Nicht keine Funktion mehr. Er hat keine optische Funktion und für die Blumen. Ja, natürlich. Ja, aber das war's dann. Und das fühlt sich rein zwischen warm an. Eins haben wir da, also da haben wir 2 Module herinnen und ein kleines. Ja, ist ja natürlich ein großer Raum. Der Raum ist ja groß, ja. Genau. Aber das ist ja jetzt genau das, gut, dass du das ansprichst. Das ist ja der Unterschied zwischen einem Ziegelmauerwerk und jetzt eine Stammmauer, so wie es da jetzt ist.
es ist, die Anzahl der Paneele ist eine andere. Das heißt, die Kubikmeterleistung der Paneele ist eine andere jetzt im Steinbereich. Also wir reden mal von 30 Kubikmeter bei so einem Panel. Wenn ich aber das gleiche Panel zum Beispiel jetzt an einem Ziegelhaus, roten Ziegel einsetze, dann kann ich sogar bis zu 50 Kubikmeter mit einem Panel gehen. Ja. Und im Holzbereich sogar bis zu 60. Und das ist aber jetzt genau das Wichtigste. Wenn ich so ein Mauerwerk habe, dann muss die Anzahl der Paneele zum Volumen und zum Mauerwerk zusammenpassen. Ja. Und dann funktioniert es. Und dann sind wir alle glücklich. Aber du hast ja jetzt noch im anderen Bereich jetzt auch schon eine nächste Testphase. Du testest ja auch bei einem Gerät jetzt schon die Wi-Fi-Steuerung. Ja. Wie taugt dir das? Also für mich ist das deswegen klasse, weil ich wohne ja nicht da, sondern 30 Kilometer weit weg. Ja. Ich kann das von zu Hause einschalten oder ausschalten und dann haben wir halt anstatt irgendwelche 24 Grad herin, weil das brauchen die Damen, haben wir halt dann nur 20. Ja. Das reicht ja vollkommen. Okay. Aber für mich ist das einfach eine definitive Ersparnis. Ich kann das ja immer ablesen. Die Stromverbrauche siehst du auch. Das kann ich du bist zufrieden, oder? Und bei 4 Grad weniger macht das gewaltig was aus. Das heißt also für die klare Empfehlung, Photovoltaik, Stromspeicher Celsius ist ein sorgenloses Paket, oder? Das ist ein sorgenloses Paket. Bei Wartung fällt weg, Haltbarkeit sind wir jetzt bei locker 30 bis 40 Jahren. Genau. Und bei den Wi-Fi reden wir heute nur davon, dass ich die neueste Software noch über die Cloud automatisch überziehe, dann habe ich nicht mehr alte Heizung. Also dann gehen wir noch in ein ganz anderes Level. Ja, und das ist natürlich für mich auch wichtig, dass ich dann in jedem Raum sehe, was meine Mieter machen. Ja, aber da bei dem Gebäude war ja noch eine ganz andere Geschichte. Weil du hast ja jetzt ein Gebäude, das ist ja in einem gewissen Alter. Jetzt müsstest du aber nicht sagst, du reden wir von einer Sanierung. Hurra! Die ganze Wärmedämmung, Fenster etc. Das war eine schöne Summe, was da zusammengekommen war. Es ist jetzt, weil du das gerade anschneidest, wir haben jetzt gerade das Thema, dass wir sagen, jetzt schauen wir uns einmal an, was würde eine Fußbodenheizung kosten. Ja. Ja, weil das haben wir gerade aktuell, da kann ich mir Angebote einholen. Da sind wir gerade mittendrin. Da kann ich dann einmal die Unterlagen geben, was würde die Fußbodenheizung geben. Da machen wir auch ein schönes Video für unsere Zuschauer. Genau. Da gibt es noch was. Das freut euch drauf. Wird noch einige Monate dauern, bis wir so weit sind und dann weil das sind machst du einen direkten Vergleich. Da mache ich einen direkten Vergleich. Da ja, die ersten Angebote sind schon da. Ja. Habe ich eigentlich schon hat Akta gelegt. Ist die Entscheidung leicht gefallen? Die Entscheidung ist schon gefallen, was wir machen werden. Aber das ist super. Ich bleibe trotzdem dran, dass man einmal wirklich einen Vergleich hat und dann kann ich auch mit ruhigem Gewissen jedem Kunden empfehlen und sagen, mach das. Ich habe den Vergleich selber gemacht, was würde das eine und das andere kosten. Abgesehen davon, wenn ich da jetzt alles neue Leitungen stemmen müsste, in einem Haus, das halt, wie gesagt, aus 1850 beziehungsweise dann der Zubau auf 1950 ist, das kostet auch so viel Geld und so hänge ich das Modul dorthin, wo ich es brauche. Würde ich mal sagen, schauen wir vielleicht noch das zweite Büro an, dass Ja, die Zuschauer das sehen dürfen, oder? Da haben wir jetzt noch das Modul, was wir früher gesagt haben, das ist das zweite, was da in den Raum ist. Und da drinnen hast du auch noch ein Panel, gell? Ja, darin haben wir jetzt ein Panel, also und auch wieder die gleichen wunderbaren alten Fenster. Altbaufenster. Wir haben in dem Haus, in dem Raum natürlich ein Problem gehabt, extreme Feuchtigkeit hinten Das Eck, in der Ecken. Ja. Da haben wir auch das Modul dann 2 Monate lang hingedreht. Ja. Und das ist jetzt von der Trocknung her ungefähr um ein Drittel besser. Na super. Perfekt. Dann darf ich mal sagen, schaut rein auf www.infrautimel.at, schaut auch im Shop rein, wer noch nicht hat, bestellt euch was. Tut unseren Kanal liken und abonnieren und wir freuen uns auf ein nächstes Video mit dir. Gerne. Und sagen wir Danke und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch! Vielen Dank. Ciao.